Nächstes Spitzenspiel in der Bundesliga. Wir sind mitten in unseren englischen Wochen drinne. Die sind eigentlich bislang relativ gut verlaufen. Wir haben gegen Gladbach im Pokal gewonnen. Jetzt heute gegen Dortmund und dann ein paar Tage später gegen Inter. Und dann haben wir erstmal eine Woche Pause. Dann ist irgendwann auch wieder Länderspielpause. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. So nach 6, 7 Spielen in der Bundesliga. Nach 2 Spielen in der Champions League. Im Pokal sind wir ja schon weiter. Achtung, erste Chance Dortmund. Die kommen mit Pohlmann. Habe ich das gerade richtig gesehen? Adeyemi. Ich weiß gar nicht, wer bei den Dortmundern so spielt. So von den Namen her. Also klar, Adeyemi sieht man jetzt gerade. Thielmann, Süle. Und bei uns spielen auch ein paar andere Leute. Also ich habe die A- und B-11 ein bisschen zusammengemixt. Aufgrund dessen, dass wir halt dann bald gegen Inter spielen. Da will ich halt möglichst die Besten spielen lassen. Deswegen wird sehr, sehr interessant. Aber man sieht schon Dortmund hier in den ersten Minuten ein bisschen aktiver. Und gleich mal gewillt hier nach vorne zu spielen. Wir haben ja Dortmund auch mal gehabt in der Karriere. Auch großartige Spiele gezeigt. Aber ihr seht, Dortmund, ey, die spielen ganz schnell. Maximal 1, 2 Ballkontakte. Miretti, ja, geklärt. Mal gucken, ob wir jetzt den ersten Angriff starten können. Da ist Koulibaly. Und Sebastian Haller spielt gegen den Ex-Verein. Aber auch er kommt nicht hinter Knauf hinterher. Jetzt fehlt er aber in der Mitte. Da fehlt Kalajdzic. Der unter anderem spielt für Marmoush. Dafür ist halt Orban auf links gerückt. Da wird er jetzt wahrscheinlich auch häufiger mal spielen, weil, wie gesagt, so ein 2-Meter-Hühn vorne, der muss dann halt auch vorne drin spielen. Rentsch, Pohlmann, Coquelin, noch bekannt wahrscheinlich aus Freiburger Zeiten. Aber ihr seht, Dortmund direkt im Pressing. Riasson, gut, den kennt man halt auch. Also nicht nur die Namen hier bei Dortmund, die scheinen wirklich sich auch was vorgenommen zu haben. Sind ja nicht umsonst Zweiter, aber sind auch Fehler drin. Koulibaly und jetzt Kalajdzic und Kobel immer noch im Tor. Rettet ja den Dortmundern Spiel für Spiel in echt. Wiederholt den Hintern, den Allerwertesten. Und Adeyemi natürlich, aber Buta ist auch nicht langsam. Oha, und jetzt pressen sie. Achtung, und jetzt ist wieder die große Kunst, sich da zu befreien. Ganz entspannt, war jetzt auch nicht so schwer. Und dann halt daraus irgendwie mal einen Angriff zu starten. Und Nkunku, ja, die Linie. Oh, ne. Da wäre Haraldsson gewesen. Rentsch, das sind bestimmt so Jugendspieler. Die vom Namen her, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Zettel hat, aber da kommt es dann auf die Gesamtstärke an. Ich glaube, ein Regen ist es noch nicht. Oder so ein spielgenerierter Name. Dafür ist es noch zu früh. Dafür sind wir erst in der 2. Saison. Die kommen meistens so in der 3., spätestens 4. Saison, glaube ich. Je nach Spieler halt. Oh, Orban, ja, Kalajdzic. Oh, wenn er den Ball da richtig hinbekommen hätte. Dann wäre die Chance viel größer gewesen. Aber Dortmund, ja, ist schon mit das schwerste Spiel bislang. Adeyemi gegen Robin Koch, ja. Oh, da kommt er nicht hin. Warum nicht? Jetzt Haller mit der Chance. Entweder macht das alleine. Oh, das ist abseits, ja. Oder er hätte rüberspielen müssen. Aber Gott sei Dank hat er nicht rübergespielt. Hier, da wäre die Chance nochmal da gewesen. Und dann steht die Verteidigung. Erstmal. Aber ich muss sagen, Dortmund auf jeden Fall besser, weil die halt wie verrückt uns hier pressen. Aber die Lücken sind dann da, wenn wir es dann rausspielen können. Und Nkunku, jawohl, Larsson nicht im Abseits. Da kommt Süle nicht hinterher, aber Larsson ist auch nicht schnell. Und deswegen ist Kobel da. Aber gut, ich sag mal, dieses Pressing, das können die Dortmunder auch nicht 90 Minuten lang durchspielen. Das wäre ja utopisch. Also da müssten die irgendwie einen Boost haben oder müssten diesen Spielstil Batterie haben. Dass sie unendlich laufen können. So wie Skiri. Skiri hat, glaube ich, diesen Player-Style mit der Batterie. Das ist Wahnsinn. Guck mal, wie die hier verschieben. Vorne, Haller greift dann wieder an. Dann ist der nächste Coquelin. Und irgendwo muss dann doch mal eine Lücke geben. Miretti auf Knauf. Jawohl. So, nochmal durchziehen. Gegen Koulibaly. Buta. Und jetzt, wer ist in der Mitte? Ja, nicht Kalajdzic. Da, wo er eigentlich hätte stehen sollen. Und es geht in die andere Richtung. Also sehr, sehr spannend. Man merkt, es geht um viel. Dortmunder sind 2 Punkte vor uns. So spielen sie halt auch. Also sieht bislang sehr, sehr gut aus. Achtung, wieder. Adeyemi. Koch dazwischen zunächst. Aber hier kriegen wir keinen Zugriff. Ob es an den beiden Achtern liegt?
in denen die Dortmunder spielen. Achtung, hier zum Beispiel, da kommen wir auch nicht rein. Und Adeyemi, Achtung, Resté ist da. Und Buta und Miretti, kriegen wir vielleicht vorne nochmal einen Angriff zustande. Haraldsson, ja, zum ersten. Und jetzt aber, komm, jetzt haben wir viel Männer vorne. Auf der anderen Seite und Kunku. Jetzt muss ich mal Kalajdzic in der Mitte irgendwo positionieren. Ja, da ist er, kommt er ran. Und Orban. Ja, also wir haben auch unsere Chancen. Wenn dann Dortmund vorne mal aufgerückt ist, ja, wenn die uns zupressen und es halt nicht gelingt und sie dann in die Rückwärtsbewegung müssen, dann sind wir halt vorne da. Aber noch will da so recht nichts gelingen. So 1, 2 Halbchancen von uns, aber das reicht nicht. Gut, wir haben 3 Schüsse. Ich habe jetzt nur einen gesehen. Ne, 2. Gut, wenn es hochkommt, 2. Aber ihr seht, wir im 4-2-3-1 Dortmund. Ach, spielen gar nicht im 4-3-3. Die spielen mit einem 4-1-4-1. Ja, die haben wahrscheinlich so 2, 3 Mann vorne. Ich möchte mal hier nach den Leuten gucken. Hier, guck mal, Ole Pohlmann, 69. Das ist ein Jugendspieler. Jan Thielmann ist von Köln. Der ist auch von Köln gewesen. Riasson, 78. Also ihr seht, da ist sehr viel Potenzial drin. Divine Rentsch. Wenn man den so ausspricht, da weiß ich auch nicht, wo der herkommt. Dann haben sie noch eine ganz, ganz junge Bank. Füllkrug, Brandt, Walker vor allem. Der hat nur eine 81. Aber der ist doch noch gar nicht so alt. Normalerweise, wenn die so 34, 35 sind, oder ist der schon so alt? Weil dann verlieren die erst Gesamtstärken. Naja, egal, wir starten mal rein. Zweite Halbzeit. Ob wir ein bisschen mehr über Ballbesitz kommen, ob wir uns erstmal die Dortmunder zurechtlegen. Aber die Lücken sind ja da, die müssen wir dann bespielen. So wie hier zum Beispiel Orban, ja, gut gemacht. Kein Abseits. Wer ist in der Mitte? Kalajdzic, da ist er. Ja, erster Schuss. Aber so kann es klappen. Schnell gespielt, dann auch ruhig den Abschluss suchen. Hinten brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück. Brauchst einen guten Keeper, brauchst eine gute Verteidigung. Natürlich auch manchmal ein bisschen Glück, dass du richtig stehst. Aber wir sind sofort wieder da. Ja, ein Kunku, Kalajdzic, Kobel zögert. Für eine Sekunde und dadurch war die Lücke da. Wir machen weiter, den lassen wir nicht ins Ausgehen hier unnötig. So könnten wir uns in so einen kleinen Flow reinspielen, warum nicht? Oh, Haraldsson kommt entgegen, damit wird ein Mann gezogen und schon ist hier hinten die Lücke da und ein bisschen Platz. Larsson, Kalajdzic, ja, gut gemacht, Kobel. Ja, wo spielen wir denn hin? Da auf Miretti mit dem Außenriss, warum nicht mit Ansage, aber der war, ja, schwieriger. Als es der Normalfall sonst ist, weil die gehen sonst, wie gesagt, in 8 von 10 Fällen gehen die rein ins Tor. Aber das ist jetzt schon mal ein besserer Auftakt als zum Start der ersten Halbzeit. Und irgendwann sind die auch platt. Also die werden nicht hier 90 Minuten lang durchpressen, auf gar keinen Fall. Aber aufgepasst, Aller, Robin Koch, nicht gut gestanden, wieder Adeyemi. Riasson, jetzt ist wieder die Chance 50-50 sich falsch zu entscheiden. Sobald die in diese Situation reinkommen, entweder stehen oder den Passweg zustellen. Und egal, was du machst. Oh, böses Foul. Muss den gelben Karton geben, genau, für Rentsch. Da frage ich mich halt, haben die Dortmunder irgendwie keine besseren? Also Bensebaini ist ja auf der Bank. Ein Walker ist auf der Bank. Lässt man die auf der Bank oder ist das halt auch der Champions League geschuldet, dass Dortmund mal mit einer B11 spielt? Oder weiß ich nicht. Ist es dem Gegner geschuldet? Ja, denken sie, ist ja nur Frankfurt. Das wäre aber sehr, sehr fatal aus deren Sicht. Jetzt kommt Haraldsson mal frei zum Abschluss und Kobel. Mit Voice Crack, muss auch mal ran. Aber Haraldsson lasse ich, der wird auch noch gut. Also der ist gut, der wird noch besser. Jetzt gucken wir mal, was nach einer Ecke geht. Buta wird den treten, warum auch immer. Der Haraldsson, ne, kommt natürlich nicht ran. Das machen wir gleich nochmal, aber diesmal lassen wir auch einen Linksfuß hin. Und wir haben, ja, nur Rechtsfüße, ne, ein Kunku ist der Linksfuß, wo ist er denn? Krass, ne, dass ein Kunku der einzige Linksfuß so recht ist. Den Torwart zustellen, jetzt gucken wir mal. Flanke kommt, Kalajdzic ist da, schade. Ja, aber wir haben die Chancen. Und Kalajdzic ist sowieso nach Ecken oder Flanken, da kommt er eh meistens ran. Schade, schade. Aber es sieht besser aus, das gefällt mir gut. So müssen wir auch gegen Inter spielen. Und dann gleich von Anfang an. Ich weiß ja nicht, wer bei Inter spielt. Wir haben zwar mal nachgeguckt, so Lautaro Martinez ist, glaube ich, noch da. Und auch ein paar andere gute Cracks. Also von daher wird das nicht ganz so einfach. Wir spielen dann im San Siro. Giuseppe Meazza, wie auch immer. Also
Schönes, historisches Stadion. Sehr, sehr schön. Und Dortmund kommt über Brandt. Achtung, da ist François Coquelin. Alleine gegen alle, gegen 3. Achtung, jetzt haben wir hinten ein bisschen die Lücke offen. Dortmund spielt schnell. Brandt. Özcan, Achtung. Ich würde gerne in den Zweikampf reingehen, aber nicht im Strafraum. Aber ich komme auch außerhalb nicht ran. Resté vorbei! Und dann ist das Tor da. Durch Adeyemi. Ja, bitter. Das ist eigentlich so wie gegen die Bayern. Wobei wir gegen Bayern deutlich besser waren als jetzt hier. Die kommen gefühlt ja, mit der ersten richtigen Chance in der zweiten Halbzeit. Nkunku verhindert die Flanke nicht. Resté ja, hat sich verschätzt. Ich glaube, das kann man abstempeln unter klassischer Torwartfehler. Und dann kann natürlich auch Robin Koch nicht hingehen. Tuta guckt auch ein bisschen verdutzt aus der Wäsche. Und dann macht Adeyemi sein zweites Saisontor. Schade, dass es ausgerechnet gegen uns sein muss. Aber gut, nun ist es so mal so. Wir haben noch 20 Minuten mit Nachspielzeit. Um mir zumindest ein Remis zu holen. Das wäre eigentlich nicht unverdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber da müssen wir uns jetzt halt noch ein paar Chancen rausspielen. Müssen wir ein bisschen... Stellen wir auf Offensiv. Ist auch ein 4-2-3-1. Gucken wir mal, dass wir da im Gegenpressing ein bisschen aktiver sind und ein bisschen... mehr ins Pressing gehen. Jetzt müssen wir nämlich. Jetzt sind wir gefordert, aber Dortmund wird jetzt wahrscheinlich noch einen Konter hier gut zu Ende spielen. Riasson gegen Buta. Ah, Buta ist da und jetzt. Muss die Bahn aber abgehen. Hopp. Knauf gegen Koulibaly. Nee, das ist blind. Mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert nicht. Das könnte sehr, sehr schwer werden, hier noch ein Remis zu holen. So vom Gefühl her, ne? Man hat das ja manchmal so. Es gibt so Spiele... Da könntest du noch 10 Stunden spielen. Da wirst du nicht treffen. Ich glaube, das ist heute so ein Spiel. Adeyemi, aber noch sind wir nicht geschlagen. Noch haben wir Zeit, aber da müssen die Pässe auch ankommen. Wir gewinnen zwar Zweikämpfe und so weiter, aber wir laufen im Prinzip nur hinterher jetzt. Larsson dazwischen gut gemacht. So, jetzt vielleicht nächste Chance mal zum Umschalten, aber es ist niemand da. Das kann Ansgar Knauf nicht alleine machen, aber Orban ist da und er hat jetzt ein bisschen Platz. Süle kommt nicht hinterher, warum auch immer. Orban gegen Kobel, das wäre so wichtig. Und dann müssen diese Dinger halt rein. Ey, das ist wieder eine 100%ige. 1000% sogar. So groß war die Chance. Ja, und wenn du halt so Chancen noch nicht nutzt, dann hast du dir auch hier keinen Punkt verdient. Das ist halt leider so. Sehr, sehr bitter, weil die Dinger hat er auch schon gemacht. Aller, der ist auch schon platt. Oh, Adeyemi kein Abseits. Sah mir ganz stark nach Abseits aus. So, wir haben jetzt noch 1 Minute. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr zu wechseln. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Vielleicht waren es die falschen Leute heute. Ich weiß nicht. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, auch mit der Truppe. Wir sind ja auch noch nicht durch hier. Vielleicht nochmal ein Last-Minute-Ding. Haben wir ja schon einmal gemacht gegen die Hertha. Knauf, ja, alleine gegen alle. Da kommt auch wieder keiner hinterher. Aber jetzt, Ansgar Knauf, zu weit vorgelegt. Und dann gewinnt selbst ein Süle dieses Zweikampfduell. Obwohl es gar nicht Süle war. Ja, schade. Also, wir hätten ja heute mindestens einen Punkt mitnehmen können. So verlieren wir leider in Dortmund. Was uns jetzt nicht zurückwirft. Klar, schade, vor dem Spiel gegen Inter hätte ich gerne mal gewonnen. Oder zumindest nicht verloren. Aber gut, es geht weiter. Ja, die Bayern gewinnen, Leverkusen gewinnt gegen Leipzig. Auch so gegen Bremen. Und wir hatten halt auch 2 Schüsse mehr als Dortmund. Also von daher ist das, wie gesagt, ein bisschen unglücklich, dass wir da verloren haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit, glaube ich, wäre da ein Punkt ganz verdient gewesen. Aber gut, ist so, wie es ist. Man kann es nicht ändern, weiter geht's. Wir haben noch so viele Spiele, wo wir so viel gewinnen können. Jetzt spielen wir gegen Inter, die haben das erste Spiel verloren, 4-2 gegen Man City. Also sind die schon mal so ein bisschen unter Zugzwang, was jetzt nicht heißt, dass wir das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Dann haben wir nochmal Stuttgart in der Liga und dann haben wir erstmal ein bisschen Länderspielpause. Glaube ich zumindest. Das heißt, wir können hier wieder mit der Truppe spielen. Ja gut, die muss ich ein bisschen verändern. Da sind jetzt die Spieler drin, die ich... Nee, warte mal. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Hänger drin. Habe ich die Mannschaften hier vertauscht oder was? Ach, hier B11, so. Die 11 wird spielen. Orban vorne wird wahrscheinlich auch nochmal ersetzt. Robin Koch wird wahrscheinlich auch nochmal ersetzt. Aber wir haben ja da genug Leute. Maya, Kadioglu, das wird wieder eine ganz andere 11. Und ein ganz anderes Spiel. Und wenn ihr gerne mehr sehen wollt, schaut auch die letzten beiden Videos mal an, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Dazu könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim Spiel gegen Inter wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.